Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Heute möchte ich euch mal nicht eine meiner Pfeifen vorstellen, sondern heute soll es wieder einmal um einen Tabak gehen. Und zwar namentlich um den hier. Es ist die sogenannte Monkeys Mixture. Die besteht in allererster Linie aus Virginia-Tabaken, verfeinert mit etwas Black Cavendish und Ready Rubbed Virginia. Aromatisiert ist das Ganze mit einer Art Crème de Banane und Kokosaroma. Das Ergebnis ist hieraus ein recht milder, angenehmer Tabak, der sich gut rauchen lässt und der auch für mich schon seit einigen Jahren immer wieder mal zu einem meiner Favoriten zählt, den ich auch hier momentan in meiner kleinen Pfeife drin habe. Gleich beim Stopfen der Pfeife fällt einem halt auf, dass der Ready Rub Flake teilweise, sagen wir mal, etwas grobstieliger daherkommt. Man sollte also schon gucken, welche Pfeife man nimmt. In dem Fall hier handelt es sich bei mir ja um eine relativ kleine Pfeife, um eine Fauen. Und da gilt es halt wirklich aufzupassen, dass man keine, sagen wir mal, größeren Rippen abbekommt, da es sonst unter Umständen vorkommen kann, dass diese eben halt nicht richtig runterklimmen, sondern halt stören, sich im Pfeifenkopf noch aufhalten, was dann auch beim Herunterpressen des Tabaks eben negative Auswirkungen haben kann. Von diesem Schönheitsfehler abgesehen aber lässt sich der Tabak vorzüglich rauchen. Er ist sehr mild, hat ein sehr angenehmes Bouquet, riecht auch primär nach Banane. Von dem enthaltenen Kokos kann ich also vom Tabak selbst weder beim dran riechen noch beim Rauchen selbst nennenswert etwas feststellen. Vielleicht sind meine Geschmacksknospen nicht richtig ausgereift. Ich würde einfach mal sagen, probiere den Tabak selbst einfach mal aus. Die Virginia-Tabake lassen ihn von vornherein schon recht süß wirken. Der Black Cavendish ist ja sowieso bekannt dafür, ein sehr milder Tabak zu sein. So kommt auch diese Tabakmischung hier sehr mild daher und lässt sich wirklich sehr angenehm rauchen. Ich habe den Tabak vor einigen Jahren das erste Mal bei Danpipe bestellt. Einfach mal, weil mir das Gesicht mit dem Affen, ich werde euch nachher noch das Bild dazu zeigen, eigentlich sehr lustig gestimmt hat. Und eben halt dadurch, dass es nicht Crème de Banane ist, doch ein etwas anderes Geschmacksaroma und dann auch ein anderes Geschmackserlebnis ergibt, als die Tabakmischungen, die so allgemein bekannt sind. Wer also Virginia-Tabake mag und wen es nicht stört, dass etwas Black Cavendish dabei ist, der ja auch auf Virginia-Tabaken basiert, der ist mit dem Tabak hier auf jeden Fall gut beraten. Preislich gesehen, die 50 Gramm Dose, wohlgemerkt Dose, es kommt nicht in einem Pouch daher, liegt bei ungefähr 7,20 Euro. In dem Fall ist es der Preis von Danpipe. Und der Tabak selbst kommt ja auch von DTM, das ist ja die Dan Tobacco Manufacture. Und ich muss sagen, der Tabak ist also wirklich eine lohnenswerte Sache und ich kann ihn wirklich empfehlen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, bin schon auf eure Kommentare gespannt und mich würde natürlich interessieren, wer von euch den Tabak selbst schon mal gekostet hat und wie natürlich euer Urteil zu diesem Tabak hier ausfällt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, einen wunderschönen Abend noch und bis demnächst dann. Macht's gut, tschüss.